alle Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Es gibt eine neue Kategorie, würde ich jetzt mal sagen, auf meinem Kanal, und zwar gibt es den Mini-Mittwoch. Was kann man sich unter dem Mini-Mittwoch vorstellen? Und zwar Kleingebäck. Ich mache ja wirklich ganz, ganz wenig davon und ich hatte irgendwie total große Lust dazu, mal wieder Muffins, Cupcakes, Donuts oder sonst irgendwas zu machen. Und da habe ich mir überlegt, könntest doch eigentlich auf deinen Kanal mit einbauen. Und das ist jetzt mal so eine Testversion. Das geht jetzt mal so 1 bis 2 Monate. Es gibt jetzt alle 2 Wochen, ich wechsle das ab mit den Kochrezepten. Also einen Mittwoch gibt es den Mini-Mittwoch und am nächsten Mittwoch gibt es dann wieder ein Kochrezept. Das mache ich jetzt 2 Monate lang und ihr dürft dann nach den 2 Monaten entscheiden, ob euch das gefallen hat oder nicht, ob ich es weiterführen soll oder nicht. Ja, den Start machen heute Johannisbeer-Cupcakes. Und zwar die hier. Die sind so lecker und so fruchtig frisch. Ich finde sie total perfekt für dieses heiße Wetter. Ich mache mal einen auf. Könnt das sehen, schaut mal, wie fruchtig. Und allgemein diese Johannisbeeren, die Farbe, das ist so genial. Ich breche mal einen auseinander. Jetzt tun wir ein bisschen so weg. Ein bisschen kleckern. Schaut euch das an. Und die sind so weich. Ja, die machen den Anfang und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Für die Muffins brauchen wir ein Muffinblech und Muffinförmchen. Die hier sind aus Papier und die gibt es eigentlich schon ziemlich günstig in den Supermärkten. Dann habe ich hier noch Mehl, Backpulver, dann Eier. Übrigens, die genaue Mengenangabe findet ihr unten in der Infobox oder auf meiner Website www.alexandrasfoodlounge.com. Da habe ich Zucker, Johannisbeeren ganz wichtig, das sind gemeine Mandeln und etwas Milch. Und dann natürlich noch Margarine. Ihr könnt aber auch Butter nehmen, wer keine Margarine hat. Ja, los geht's. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Margarine einfach in eine Schüssel geben, die muss man auch gar nicht großartig aufschlagen. Und den Zucker dazugeben, beides verrühren und wenn schön alles miteinander verbunden ist, kommen die Eier einzeln dazu. Und das wird so lange verrührt, bis richtig schön cremig wird. Jetzt geht es dann auch schon weiter mit dem Mehl. Das gebe ich nach und nach dazu. Maschine etwas runterschalten. Und dann abwechselnd auch die gemahlenen Mandeln noch dazugeben. Wer Nussallergie hat, das höre ich öfters, einfach weglassen. Die könnt ihr einfach weglassen. Die haben keine große Rolle. Die dienen eigentlich nur als Geschmacksverstärker, sage ich jetzt mal. Habt ihr gesehen? Nach und nach auch die Milch hineingeben. Also die 3 Sachen so abwechselnd dazugeben. Und dann zum Schluss kommt das Backpulver mit hinein. Und hier ist jetzt mein Teig. Den nochmal kurz durchrühren mit dem Teigschaber. Geht ratzifatzi. Der ist richtig schön cremig. Und hier gebe ich jetzt noch die Johannisbeeren dazu. Also die gebe ich nicht bei der Maschine mit hinein, denn da würden sie regelrecht zerfetzt werden und das mag ich nicht. Übrigens die Johannisbeeren waschen und von den Rispen lösen. Die werden dann in den Teig untergehoben. Dann kann ich ihn auch schon in die Förmchen füllen. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten, entweder in einen Spritzbeutel den Teig geben, das lässt sich ein bisschen einfacher portionieren, oder einfach mit 1 oder 2 Löffel. Ich habe jetzt in jede Cupcake-Form oder die Muffin-Form einen Esslöffel gegeben, vielleicht auch ein bisschen mehr. Also einfach schön nacheinander hineinfüllen. Meine Muffins, das waren insgesamt 2 Bleche voll. Also das langt für 24 Muffins. Obendrauf gab ich dann noch ein paar einzelne Johannisbeeren. Also einfach so ein paar lose drauflegen, vielleicht ein bisschen andrücken. Und dann dürfen sie auch schon in den Ofen, und zwar bei 175 Grad, so 20 bis 25 Minuten. Und nach dem Backen sahen sie dann so aus. Ich finde die Farbkombination zwischen diesem Goldbraun und dem Rot so schön. Also das hat wirklich toll ausgeschaut. Ja, die müssen wir jetzt dann noch aus der Form lösen. Geht ganz einfach. Durch das, dass sie in den Förmchen sind, lassen sie sich ganz einfach aus der Form herausnehmen. Stellt sie auf ein Tablett oder auf ein Gitter und lasst sie da
dann komplett auskühlen. Übrigens, ihr könnt den auch als Kastenform machen. Also es müssen keine Muffins sein, ihr könnt den Teig auch in einen Kasten geben, also Kastenform geben. Und dann habt ihr halt eben einen Johannisbeerkuchen, Johannisbeer-Mandelkuchen. Ja, da dürfen sie jetzt komplett auskühlen. Und dann, wenn sie ausgekühlt sind, ganz wichtig, wenn ihr Puderzucker drauf geben wollt, sollten sie kühl sein, denn dann bleibt der Puderzucker auch sichtbar. Denn wenn sie heiß sind, dann ist klar, dann schmilzt er. Ein bisschen Puderzucker drüber, also ich fand das bildlich so schön. Und ich habe dann noch so kleine Rispen drauf gelegt, damit das Ganze noch etwas schöner ausschaut. Wer mag, kann die Rispen ein bisschen befeuchten und in Zucker eintauchen. Und dann schauen sie aus, als hätten sie frischen Frost drauf. Also das schaut auch total schön aus. Ja. Und dann sind auch meine Muffins fertig. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und passt auf euch auf. Und bis demnächst. Tschüss.